Umlenkrolle Konstruktionsverfahren drehen. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Heute schauen wir uns das Werkzeug Drehen an. Es geht darum, eine Fläche um eine Achse aufzubauen in Anbetracht eines Drehwinkels. Mal ein kleines Beispiel. Schnell eine Skizze auf eine Ebene legen. Dann zeichnen wir eine Mittelachse. Und eine einfache Fläche. Die Bemaßung lassen wir einmal außen vor. Skizze beenden. Nun wählen wir das Werkzeug Drehen aus. Markieren die Fläche. Als nächstes die Achse, um den wir den Körper drehen wollen. Wichtig ist hierbei, dass die ausgewählte Fläche die Achse nicht überschreitet. Im Bereich Typ stehen uns 3 Möglichkeiten zur Verfügung. Wir nehmen teilweise rund, bei der Auswahl Winkel können wir jeden beliebigen Winkel von 1 bis 360 Grad eintragen. Bei einem Vollkreis ist die Richtung egal, man kann aber auch symmetrisch oder in beide Richtungen austragen. Es ist auch möglich, die Drehung bis auf ein Objekt gehen zu lassen. Im Auswahlfenster Vorgang stehen uns die üblichen Verdächtigen zur Verfügung. Mit der Auswahl Neue Komponente startet man zum Beispiel die Skelettkonstruktion. Somit haben wir ein Drehteil erstellt. Aber wie sieht es denn in einem Projekt aus? Als Beispiel habe ich für uns eine Umlenkrolle ausgewählt. Der erste Schritt ist es, eine Skizze auf die vorbereitete Ebene zu legen, damit wir mit dem Konstruieren anfangen können. Nun holen wir uns die Außenkontur vom Kugellager in unsere Skizze mit P für Projektion. Schauen, ob wir die Referenz abgewählt haben, um Arbeitszeit beim Neuberechnen so kurz wie möglich zu halten. Also zeichnen wir eine Mittellinie, um die wir das Teil später drehen wollen. Ich lasse bewusst einen Abstand zum Kugellager für spätere Halter, da beim Drucken gewisse Toleranzen entstehen, diese ich dann einschleifen kann, wenn ich das Kugellager eindrücke. Somit beenden wir die Skizze. Nun wählen wir Drehen aus. Da unser Profil und die Achse, stellen den Typ auf vollständig. Beim Vorgang stellen wir eine neue Komponente ein und erstellen das Bauteil.
Nur noch die Abstandshalter einfügen. Dafür legen wir eine Skizze auf die Oberfläche der Rolle. Jetzt das Kugellager mit P in die Skizze holen. Die Innenkante der Rolle auf dem gleichen Weg. Den Abstand mit zwei Linien schließen. Fläche wählen und mit E zum Volumenkörper umwandeln. Nur noch die runde Anordnung benutzen zum Vermehren des Abstandshalters. Somit haben wir das Bauteil fertig. Wir können ihm jetzt noch schnell ein Material zuordnen für die bessere Optik. Hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.